Ey Leute, was geht? Willkommen bei BRUTALSTEN, eurem Filmkanal, wenn es um Horror-Stuff geht und anderen Stuff, der Filme betrifft. Heute befassen wir uns mit den 5 brutalsten Filmen, die mir so in den Sinn gekommen sind. Und vorweg, ich weiß, ich bin eine Pussy und habe keine Ahnung und ihr habt viel härtere Filme gesehen. Aber that's life, also müsst ihr damit klarkommen. Dazu soll noch gesagt sein, dass es kein Ranking im klassischen Sinne ist, sondern vielmehr eine Auflistung von Filmen ohne irgendeine Reihenfolge, weil ich mich hier nicht ganz festlegen konnte. Aber labern wir nicht rum und fangen an mit der Nummer 5. Bei Faces of Death handelt es sich um eine Ansammlung an Aufnahmen von angeblich echten Morden, wobei meines Wissens nicht alles echt ist, aber trotzdem ist das krass, dass einige von den Toten wirklich echt sind. Zudem sind einige dieser Tode richtig brutal. Besonders der 4. Teil sticht mit seiner Brutalität hervor, auch wenn mehr Szenen erkennbar gefälscht sind. Ich weiß nicht, ob es einfach das Wissen ist, dass einiges echt ist, aber der Film hat eine sehr eigene, brutale Wirkung auf einen. Fun Fact, der Cast des Films besteht unter anderem aus Adolf Hitler. Ich selber habe ihn damals mal im Internet geguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht wirklich zufrieden mit dem Film. Also, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Als nächstes habe ich den Film Märtyrs. Der Film wurde 2008 veröffentlicht, also zu der Zeit, in der Folterfilme ihren Höhepunkt erlebten. Der Film ist nicht nur durch Gewaltdarstellungen brutal, sondern beziehungsweise vor allem durch seine gesamte Inszenierung und die gesamte Geschichte. Es handelt sich um ein junges Mädchen, die im schwer verletzten Zustand von der Polizei aufgefunden wird und nach einigen Untersuchungen in ein Waisenhaus gebracht wird. Dort lernt sie eine Freundin kennen und 15 Jahre später besucht Lucy, das Mädchen vom Anfang, ihre vermeintlichen Peiniger und knallt sie alle gnadenlos ab. Es folgt eine Menge geiler und auch kranker Stuff, den ich hier nicht spoilern möchte, weil wirklich, guckt euch den Film an. Die Geschichte ist ein eigenes Ding für sich und sollte auf jeden Fall gesehen werden. Deswegen möchte ich hier wirklich eigentlich so gut wie gar nichts spoilern, weil das würde den Film irgendwie echt versauen und die ganze Brutalität auch ein bisschen nehmen. Es sei nur gesagt, dass es sich um Leute handelt, die andere foltern, damit sie eine Art Nahtoderfahrung erleben. Der Film ist eine Empfehlung für alle, die sich gerne kranke Filme geben und dabei eine eigenartige, aber geile Story erleben wollen. Deswegen, Leute, gönnt euch den Film. Als nächstes habe ich den Film Frontiers. Frontiers gehört genauso wie Märtyrs zu der Kategorie französischer brutaler Horror aus spät 2000 und ist meiner Meinung nach sogar noch brutaler als Märtyrs, auch wenn das die meisten Kritiker nicht so sehen. In etwa geht es um eine Gruppe junger Leute, die sich Krawalle in Paris zunutze machen, um einen Coup zu starten, um mit 125.000 € zu verduften. Und by the way, das ist gar nicht mehr so viel, wenn man zu 5 ist und dafür allerhöchstwahrscheinlich im Knast landen kann. Und dann hat man eh nichts mehr davon und da hätte sich das echt gar nicht gelohnt. Sie landen in einer Jugendherberge an der Grenze Frankreichs, doch dort erwartet sie ein alter Kriegsveteran, der die Niederlage der Nazis immer noch nicht verkraftet hat. Und so startet er mit seiner Family zusammen einen Versuch, eine neue Herrenrasse zu gründen. Geile Idee. Ihr werdet in 2 Jahren bestimmt so groß wie China sein. Die Family foltern die Jungs auf, sagen wir mal, extreme Art und Jasmin, ein Teil der Gruppe, wird auserkoren, um einen reinrassigen Erben auf die Welt zu setzen. Seht ihr, es geht voran. Nach vielen brutalen Szenen und dem Reveal, dass es sich um eine Nazi-Familie handelt, schafft es Jasmin zu fliehen und sogar ihre Verfolger teilweise zu töten. Der Film erinnert mich sehr stark an den Texas Chainsaw Massacre, eben nur mit neuem Setting. Und das nicht nur, weil die Familie auch Kannibalen sind, sondern weil der ganze Film einfach wie Texas Chainsaw Massacre aufgebaut ist. Es ist ein Backwoods-Slasher mit einer Gruppe Jugendlicher, die da von der Familie gefangen werden, die sie dann teilweise foltern, töten und eine Frau auserwählen für ihre Sachen. Und es ist im Grunde wie Texas Chainsaw Massacre. Das wäre dann auch das einzige Lob, aber es ist ein großes Lob. Ansonsten ist der Film relativer Standard mit eben nur brutalen Szenen, die man nicht gesehen haben möchte. Wirklich nicht. Vor allem die Achilles-Szene. Ist das ekelhaft. By the way, keine Angst, ich blende hier nichts davon ein. Was man dem Film aber lassen muss, ist, dass er, anders als viele andere Horrorfilme, einen wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Zumindest für eine kurze Zeit. Und das ist eine Sache, die andere Filme natürlich besser hinkriegen, aber das ist wirklich sehr, sehr selten der Fall. Naja, der Film ist trotzdem kein Meisterwerk und ist eine Empfehlung für alle Leute, die sich gerne brutale Filme angucken, weil in der Kategorie brutaler Folterfilm ist er gut. Dafür ist er ganz gut und interessant vor allem. Mit einem netten Setting, was auch ein bisschen neu ist. Aber an sich als Horrorfilm ist er, vor allem weil er teilweise wirklich ekelhaft ist. Mein nächster Film ist Green Inferno von Eli Roth, der by the way auch Hostel gemacht hat und in Inglourious Basterds mitspielt. Er war nämlich der Bärenjude. Darf ich das sagen? Ich glaube schon. Ein kleiner Haufen Aktivisten macht sich auf den Weg in den Regenwald Perus, um dort gegen die Abholzung zu demonstrieren. Dort angekommen merken sie schnell, dass sich nicht nur die Holzfäller über die Hippies abfacken, sondern auch einige Einheimische sich die neuen zu Nutzen machen wollen. Wofür? Ja, für eigenartige Spielchen
Und ja, sie wollen sie halt essen, ne? Sie werden nach und nach geopfert. Da seht ihr, was Umweltschutz führt. Justine gelingt die Flucht und gegen Ende, also wirklich hinter dem Abspann, erfährt man, dass Alejandro auch überlebt hat und nun unter neuem Namen im Dschungel lebt. Eine der prägnantesten Szenen des Films ist die Szene, in dem einem die alle Körperteile abgetrennt und anschließend die Augen zerquetscht werden. Uah! Der einen zweimal überlegen lässt, ob man in einen Dschungel fährt. Und vor allem finde ich das erstaunlich am Film, dass man sich einfach denken kann, so, gibt es sowas wirklich? Nach einiger nicht gemachter Recherche habe ich sogar herausgefunden, dass es immer noch einige Kannibalenstämme in irgendwelchen Urwäldern geben soll. Unter anderem, glaube ich, auch Regenwald. Und ja, das ist schon ein bisschen crazy. Also, da werde ich meinen nächsten Regenwaldurlaub auf jeden Fall überdenken. Eli Roths Green Inferno ist ein Horrorfilm, der selbst in relativ langatmigen Szenen immer noch Spannung erzeugt, der einen nie wirklich loslässt und selbst für Leute, die nicht krass auf Gore stehen, die können ja einfach weggucken bei den brutalen Szenen, selbst für die ist das ein richtig geiler Film zum Gucken, aber für alle Leute, die auf brutale Szenen stehen, ist das ein Must-Watch. Zuletzt habe ich den Auslöser des ganzen Torture-Horror-Hypes der letzten Jahre, nämlich Hostel himself. Dabei würde ich mich auf Hostel 1 fixieren, denn das ist, finde ich, der brutalste Horrorfilm der Reihe. In Hostel 1, sowie in eigentlich allen anderen Teilen, geht es darum, dass eine Gruppe junger Leute zwischen 20 und 30 Urlaub macht, bzw. Backpacking-Reise macht und da von einem Lydia-Club gefangen und gefoltert wird. Das Krasse an Hostel ist aber vor allem das Ganze drumherum, weil abgesehen von den wirklich krass brutalen Szenen teilweise, ist es vor allem dieser ganze Impact, den er auf einen hat. Man hat wirklich danach ein bisschen schlechtes Gewissen, in ein Hostel zu gehen, weil man sich danach wirklich denkt, wer weiß, wo ich aufwache morgen früh. Dazu kommt auch noch die, vor allem in Teil 1, extrem brutale Gewaltdarstellung. Vor allem finde ich spannend, auch wenn das ein bisschen sadistisch klingt, wie und vor allem wer, warum diese Leute foltert. Weil das wird in der Regel, zumindest bei den Hauptpersonen, erklärt. Zum Beispiel in Teil 1 war es noch ein Unternehmer, der eigentlich Arzt sein wollte, aber dafür zu zittrige Hände hat und deswegen diese Person jetzt einfach selber operiert. Dabei sind vor allem in Teil 1 einige Szenen, die wirklich so unfassbar ekelhaft sind, die mich bis heute prägen, wo ich wirklich bis heute mir denke, meine armen Fingernägel oder meine armen Achillessehnen. Und Teil 2 wiederum, finde ich, in vielerlei Hinsicht so, ist auch brutal, wo ich mir denke, so, nee, aber Teil 1 hat halt so Details, wie zum Beispiel Fingernagel zerquetschen oder Achillessehne rausreißen, was wirklich so einen Eindruck hat, das sind so Feinheiten, so feiner Horror, den es sonst eigentlich nicht wirklich gibt. Das ist so ein gezielter Horror. In Teil 2 gibt es auch Horror, da zieht einer einem Stück für Stück die Beine ab und isst das oder schneidet einem den Rücken auf. Ist auch ekelhaft, aber das kann man irgendwie, hat man das irgendwo vielleicht mal schon mal gesehen. Und Teil 3 ist mir einfach zu unecht. Also mit den Kakerlaken ist das einzig Ekelhafte. Die Kakerlaken mit den Pfeilen erschießen ist zwar brutal, so schmerzhaft, aber das ist ein Lungenaufschnitter von Michael Myers auch. Und diese Szene mit der Haut abziehen, das war wirklich hardcore. Aber irgendwie kommt mir das alles zu künstlich rüber. Und davon abgesehen, dass die Story von dem Film ein bisschen wack ist, wobei die Story noch nie im Vordergrund war. Aber während die Story nicht krass im Vordergrund ist, ist es trotzdem cool, wie die Charaktere am Anfang jedes Hostelteils wirklich gut dargestellt werden. Man nimmt sich wirklich Zeit, um Charaktere einen Charakter zu geben, was, muss man ehrlich sagen, relativ wenig Horrorfilme heutzutage noch machen. Das heißt, man fühlt nicht nur den Schmerz, den man sieht, sondern auch den Schmerz, den der Charakter fühlt, ein bisschen mit. In Teil 3 muss man wiederum sagen, hat das schon mal sehr, sehr nachgelassen und diese Sympathie, die man in den ersten beiden Teilen mit den Charakteren entwickelt, die entwickelt man in Teil 3 nicht und das Ende von Teil 3 ist einfach nur Brainfuck, von daher vergessen wir den. Fazit, Hostel, wirklich für Leute, die so, vor allem Teil 1, die da so schnell Paranoia kriegen, würde ich es nicht empfehlen. Alle anderen Leute, die sich so brutale Sachen geben wollen, guckt ihn euch an. Der ist wirklich brutal, auch wenn es brutaleres gibt laut den meisten, aber ich finde den Film schon krass. So, wie gesagt, das war meine Meinung. Mich würde aber auch eure Meinung interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn euch der Kanal gefallen hat, dann checkt hier meine anderen Videos ab. Zum Beispiel Saw-Fallen. Saw ist auch ein ziemlich brutaler Film. Den habe ich aber nicht mit reingenommen. Ganz bewusst, weil ich finde, vor allem an der Masse an Filmen, finde ich wirklich viele Fallen, besonders in den ersten Filmen, nicht brutal und viele Szenen finde ich nicht brutal, die fallen an sich schon, weil die Vorstellung bei Saw mehr überwiegt. Es ist die Vorstellung, dass man sich ein Auge, zum Beispiel die Szene mit dem Auge rausschneiden, da schneidet er sich nicht das Auge raus. Es gibt nur eine Handvoll Szenen, wo ich mir wirklich sage, das ist brutal, weil so ein Ding in die Hand bekommen, sieht auch nicht ganz cool aus, aber es sieht nicht extrem brutal aus, das hat man so oft in Saw gesehen. Oder dass die Gliedmaßen weggerissen werden.
sowas ist halt nicht krass brutal. Sowas wie diesen Schlüssel rausziehen aus Saw 4. Das war 4. War das 4? Nee, das war 5. Das war 5. Oder war das 6? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die Szene ist einer der brutalsten Szenen, obwohl sie nicht mal was Brutales zeigt. Sie sieht, das einzige Gorehafte sind die Dinger, die reingehen. Das ist nicht das Brutale, dieser Schlüssel. Obwohl man das nicht mal sieht. Ja, naja, auf jeden Fall checkt das aus. Lange Rede, gar keinen Sinn. Und meine anderen Videos, mein Kanal für Horrorstuff und Arrivederci.